Herzensgrüße vom 11. Juni 2025. Vertrauensfragen und verletzte Stimmen. Hallo ihr Lieben, es gibt Begegnungen, die einen bestärken. Und dann gibt es solche, die einen verstummen lassen. Heute erreichten mich Worte, die mich nicht kalt gelassen haben, im Gegenteil. Aber auch hier wie immer alles der Reihe nach. Neue Hoffnung für Beresino. Der Tag begann zunächst mit einer Nachricht, die mein Herz aufleuchten ließ. Bitwanted, der Bereboy Junior, ein besonders unermüdlicher Beresino-Boy, meldete sich über Funk. Er klang aufgeregt, fast ein bisschen stolz. Sie hätten begonnen, das Camp in Beresino einzuzäunen. Nicht um es zu verschließen, sondern um es besser zu schützen. Als Zeichen, dass das hier Bestand hat, so wie ich es in der Vergangenheit getan hatte. Und was sie unwissentlich damals abgebaut hatten. Tja, und nun bauten sie gerade selbst das Camp wieder auf. Auch ein Fahnenmast wurde bereits errichtet, allerdings in der Klinik. Ich war dankbar, wirklich, und zugleich vorsichtig. So exponiert wie der Mast dort stand, wäre es für gewisse Gruppen ein leichtes, sich der Fahne zu bemächtigen. Die Hütchenbande war da sofort in meinen Gedanken. Aber ich wollte sie nicht belehren. Ich wollte unterstützen und dankbar sein. Täglich waren die Beresino Boys und das eine Girl vor Ort, kümmerten sich um die Unterstände, hielten Wache, füllten Vorräte auf. Sie taten all das, wozu ich selbst derzeit kaum in der Lage war. Und während ich mich mit meiner besseren Hälfte, Black Lion, darüber austauschte, kam ihm ein Gedanke. Es war Zeit für einen Schritt, den es in der Geschichte der Samariter so noch nie gegeben hatte. Ich unterbreitete den Beresino Boys einen Vorschlag. Ob sie es sich vorstellen könnten, die kommissarische Leitung des Camps zu übernehmen. Mit aller Verantwortung, aber auch mit allem Vertrauen, das ich ihnen zu geben hatte. Sie fühlten sich geehrt und ich spürte, diese Entscheidung war richtig. Morgen soll die Übergabe stattfinden. Mit allem, was dazugehört. Auch einer kleinen Vereidigung. Banana-Ops schauten noch kurz im Camp vorbei und fuhren dann weiter. Ein Fund im Wald. Vor der Reise nach Beresino, wieder in Elektrosawodsk angekommen, war meine rote Uniform mittlerweile so zerschlissen, dass ich in Blau weiterzog. Ich wollte beim Sommerlager in Kometa Ersatz finden. Und dann stolperte ich über etwas, das mich innehalten ließ. Mitten im Wald stand er, ein roter Saka. Und während ich ihn betrachtete, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. War das? Alles sprach dafür. Der Ort, der Zustand, die Route. Es musste der Wagen sein, den die Balzbubis beim Überfall auf mich genutzt hatten. Ich hätte ihn am liebsten dort stehen lassen, versenkt vielleicht. Aber der Wagen konnte nichts für das, was geschehen war. Also machte ich ihn flott. Er war alles, was an Genugtuung übrig geblieben war. Meine Trophäe, dass ich überlebt hatte. Ich wollte ihn Hoffnung 2.0 nennen, in Anlehnung an den Saka, den einst El Patron besessen hatte. Mit dem Saka holte ich Samuel und Kala Jay in Tschernogorsk ab. Wir fuhren gemeinsam nach Beresino. Dort machte sich Samuel eine weiße Olga zurecht. Gravedigger, der mit seinen Freunden Daniel und Rudi unterwegs war und die sich nun Anna und Courage nannten, berichtete über unseren Kommunikationskanal, dass seine Basis ausgeraubt worden war, im Norden. Einfach sinnlos zerstört und alles rausgeworfen. Das bestürzte mich, denn normalerweise hatten Raider bei uns zumindest einen gewissen Kodex, an den sie sich hielten. Ich stimmte mit ihm überein. Sowas war wirklich schäbig und ich wusste genau, was er durchmachte. Aber er ließ sich nicht entmutigen und wollte sich wieder auf etwas Neues einlassen. Zurück in Prigorodki. Zurück in Prigorodki traf ich wieder auf Silas und zum ersten Mal stellte ich mich ihm richtig vor. Auch wenn ich nicht mehr wusste, was ich ihm zuvor schon alles erzählt hatte. Die Erinnerungen an den Überfall verschwammen, aber der Schmerz war noch da. Besonders durch das, was dann kam. Ultra geriet in eine Gaszone und ihre beiden neuen Kollegen von den Banana-Ops, Kalle und Davos, retteten ihre Ausrüstung samt Auto. Starke Freunde, wie man sie braucht. Sie meinte auch, sie habe für mich etwas mitgebracht, aber das würde wohl nun warten müssen. Ich holte Ultra mit dem roten Gunther ab. Etwas später nahmen Kalle und Davos sie dann in Prigorodki mit.
Black Lion brachte Ultra nach Lopatino und half bei der Reparatur des Autos. Ein Freundschaftsdienst, denn die Jungs hatten uns auch schon so manches Mal ausgeholfen. So schien alles seinen Gang zu gehen. Doch dann passierte es. Gerüchte und ein bitterer Vorwurf. Sophie, die ich noch vor wenigen Tagen am Camp willkommen geheißen und mit einem Begrüßungsbären bedacht und erst gestern unter Beschuss und Einsatz meines Fahrzeugs und Lebens zurück in den Norden gefahren hatte, meldete sich über einen unserer Kanäle mit einem offenen Brief. Er war voller Enttäuschung, Wut und Verletzung. Sie beschrieb, wie sie und ihre 2 Freunde, Soterio und Nice, auf der Suche nach einem Zuhause von Wölfen angegriffen wurden. Und dann, so schreibt sie, seien sie von einer großen Gruppe überrascht worden. Es fielen Schüsse. Sie und ein Freund starben. Der andere Freund, Soterio, wurde von den Angreifern gefesselt, befragt, ausgeraubt, dann wieder freigelassen. Erst später, so schrieb sie, hätten sie erkannt, dass es Leute waren, die ihnen zuvor geholfen hatten. Sie schrieb, eine Frau, die zu denen gehört, heißt Herz. Mein Name. In diesem Zusammenhang. Ich war bestürzt, denn in aller Deutlichkeit, ich war nicht dabei gewesen. Ich war nicht einmal in der Nähe gewesen und hatte auch niemanden verfolgt, niemanden erschossen und niemanden getäuscht. Im Gegenteil, Transparenz war mir wichtig und ich hatte Sophie und ihre Freunde erst gestern aus der Gefahrenzone zurück in den Norden gefahren, trotz Beschuss und unter Lebensgefahr. Ich dachte, Soterio und die Bananen hätten sich ausgesprochen. Und jetzt wurde ich genau mit dem Gegenteil in Verbindung gebracht. Offenbar waren sie nach der erfolgreichen Rettungsmission gestern nun heute früh erneut angegriffen und getötet worden. Sie schrieb von einem Gefühl, gejagt worden zu sein, von Misstrauen und von Angst. Und ich spürte, dass da mehr war als nur eine Verwechslung. Aber Sätze wie, ich finde das einfach ekelhaft, was die Menschen hier machen. Sie machen einen auf Samariter und sagen, dass sie jedem helfen, aber am Ende ist man nur eine Pinata. Wir looten, damit sie später kommen und uns töten und den Loot nehmen, trafen mich. Was hatte ich getan, um solche Vermutungen bei ihnen zu schüren? Ja, ich war am Camp gewesen, als die Banana-Ops sie gestern abholen wollten. Und ja, ich war mit den Banana-Ops gefahren. Aber nur, um Sophie und ihren Freunden zu helfen. Für den Angriff des Scharfschützens gestern konnte ich nichts und auch nichts dafür, was ihnen am nächsten Tag passiert war. Und dann fiel mir ein, was auch Joni mir erzählt hatte. Einer der Balzbubis, Pierrot, mit dem er Kontakt gehabt hatte und der maßgeblich für den Übergriff an mir verantwortlich gewesen war, hatte ihm gegenüber gesagt, wir würden den Loot von der damaligen Bambi-WG bei uns horten und verstecken. Das geheime Gold der Banana-Ops an unseren Camps. Ich maß dem keine Bedeutung bei. Balzbubi-Geblubber. Jeder, der unsere Camps gesehen hat, weiß, dass es dort kein geheimes Lager mit Waffen oder sonstigen Dingen gibt. Ganz zu schweigen vom benötigten Platz für solche Dinge. Aber das Gerücht war nun einmal in Umlauf geraten. Sogar der Anführer der Balzbubis, Ronin, hatte sich mir gegenüber dazu geäußert, wir würden in Tschernogorsk Fallen stellen und hätten sie in eine solche gelockt. Das, was hier passierte, war Täter-Opfer-Umkehr vom Feinsten. Meine Enttäuschung darüber, dass nun auch Neuzugänge solche Märchen aufschnappten und ihnen aufsaßen, war groß. Und so sagte mir meine paranoide Ader, vielleicht war es tatsächlich versuchte Manipulation. Eine bewusste Rufmordkampagne, um mich zu diskreditieren. Ein Versuch der Balzbubis, meine Geschichte zu untergraben und mich zum Schweigen zu bringen. Denn wer würde meiner Geschichte über ihre Machenschaften noch Glauben schenken, wenn wir die Bösen waren? Pinky wiegelte ab. Ich interpretierte da zu viel rein. Vielleicht, aber dieses Gefühl nagte an mir. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen und immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, mit all meiner Kraft. Nun so etwas zu lesen und vor allem nach den ganzen Angriffen auf uns, auf mich, das traf mich erneut mit voller Wucht. Trotzdem versuchte ich mich so ruhig wie möglich und so sachlich wie nötig zu äußern. Und in Sophie und Soterio sowie ihrem Freund keine Verbündeten der Balzbubis oder den Feind zu sehen. Vielleicht waren sie einem Trugschluss aufgesessen oder selbst nur ein Spielball gewesen. Ausgerechnet Cohn sprach mir aber aus der Seele. Ein Leben voller Missverständnisse oder die Kunst zu überleben. Also ging ich von einem Missverständnis aus. Ich sagte, dass es mir leid tat, dass sie solch eine Erfahrung gemacht hatten.
aber dass ich niemals Teil eines solchen Übergriffs gewesen war, Bambis nicht in Fallen lockte und diese Methoden auch nicht gut hieß. Das widersprach allem, für was ich stand. Ob sie mir glaubten, weiß ich nicht. Aber ich hoffte, dass meine Taten eines Tages lauter sprechen würden als Gerüchte. Und doch war mir klar, dass die Lüge bereits um die ganze Welt gerannt war, bevor die Wahrheit auch nur ihre Stiefel angezogen hatte. Also blieb mir erst einmal nichts weiter zu tun, außer das Angebot eines klärenden Gesprächs zu unterbreiten und bis dahin zum Alltag zurückzukehren. Vertrauen am Brunnen. Und dann traf ich Soterio, ihren Freund. Er stand ruhig am Brunnen und trank, als wäre nichts gewesen, aber in mir brodelte es. Ich trat zu ihm und sagte mit fester Stimme: Soterio, Vertrauen ist unsere Währung. Wenn du solche Geschichten in die Welt setzt oder sie still bestätigst, dann setzt du genau das aufs Spiel. Ich war nicht Teil des Übergriffs. Ich habe euch geholfen. Ich bin kein Mitglied der Banana Ops, auch wenn ich jeder Fraktion, Gruppe oder Freunden Hilfe anbiete. Aber ich bin kein Teil dieser Gruppe. Und ich jage niemanden durch Wälder. Greenie und seine Leute wollten es wieder gut machen. Warum ihr jetzt wieder angegriffen wurdet, weiß ich nicht. Aber damit habe ich nichts zu tun. Er sagte, es sei alles in Ordnung, alles okay. Ich hoffe, wir waren somit wieder im Reinen und war froh über diese Aussprache und sagte ihm, er würde auch alles aus meiner Sicht hier nachlesen können. Camps, Gäste und ein grüner Adder. Zurück am Camp begrüßte ich Melo, ein ruhiger, erfahrener Überlebender. Wir kannten uns flüchtig, aber er schien aufrichtig. Kaum war er weg, kam ein stilles Bambi ans Camp. Ich erkannte sein Gesicht, aber ich fragte nicht nach. Wenn jemand den Mut aufbringt, zu uns zu kommen, dann ist das Antwort genug. Silas bereitete ein paar Fische zu. Offensichtlich war er wieder angeln gewesen. Ich dankte ihm. Und dann endlich kam Whisky mit seiner Beauty. Wir durchkämmten das Krankenhaus von Tschernogorsk auf der Suche nach Medikamenten und sein weißer Ader trug uns sicher durch die Straßen. Danach brachten weitere Banana Ops ein Militärzelt als Spende zum Camp, für Notfälle oder für Neuankömmlinge. Und dann eine verschwundene Zündkerze. Greenie hatte sie stecken lassen. Silas wurde verdächtigt, aber nichts war bewiesen. Am Ende bekam Greenie eine neue und ich sagte nur, merkt's euch, Zündkerzen am Camp immer rausnehmen, wir übernehmen keine Haftung. Und dann kam der grüne Adder. Ich war gerade dabei, mein erstes gelbes Fass, ein Geschenk des Zugevents, zu verladen, als das Fahrzeug an mir vorbeisauste. Ich fragte in den Funk, Auto gerade an der Küstenstraße an mir vorbei, war das einer von euch? Niemand meldete sich. Joni wurde hellhörig. Er überzeugte zwei andere, das Auto zu stoppen. In Beresino kam es zur Schießerei. Der Adder wurde gestellt, die Insassen ausgeschaltet. Ein Auto als Beute. Joni freute sich über den Adder, verständlich. Ich war still, denn ich wusste, es hätte auch jemand Unschuldiges sein können. Zum Schluss. Vielleicht waren es die Hütchen, vielleicht nicht. Die Cowboy-Hüte sprachen jedenfalls dafür. Ich hatte einen Kloß im Hals. So sehr ich die Hütchen nicht leiden konnte, so sehr mich ihre Spielchen, ihre Fallen und ihre Arroganz ermüdeten, ich glaubte nicht an Selbstjustiz, auch wenn ich selbst schon einmal die Waffe gegen sie erhoben hatte. Damals. Zum Schutz, als sie das Camp in Prigorodki überfielen und die Fahne klauen wollten. Damals, nachdem sie bereits das Tor ein paar Tage zuvor aufgesprengt hatten, aber von Whisky gerade noch rechtzeitig gestoppt worden waren. Mit Rache hatte dies nichts zu tun. Es war ein Akt der Verteidigung. Manche verwechseln Hilfsbereitschaft mit Naivität und glauben, man sei wehrlos, nur weil man hilft und friedliche Lösungen vorzieht. Aber wer keine Grenzen kennt, zwingt andere, sie zu setzen, notfalls mit Nachdruck. Und wenn es nicht anders geht, dann auch mit der Waffe. Ich glaube nicht an Exekutionen am Straßenrand. Ich verurteile Hetzjagden gegen andere Überlebende und Raubüberfälle. Und ich weiß, auch wenn Gerechtigkeit verlockend erscheint, so ist es doch eine feine Linie, die wir nicht überschreiten dürfen. Denn sobald wir anfangen, Gewalt mit Gewalt zu beantworten, verlieren wir uns in der Logik des Stärkeren. Und dann sind wir nicht anders als sie. Und so endete mein Tag. Mit vielen Fragen. Und dem leisen Wunsch, dass morgen wieder einer dieser Tage werden würde, an denen nicht nur Zäune wachsen, sondern auch Vertrauen. In diesem Sinne, bleibt am Leben.
und passt auf euch auf. Gezeichnet Herz aus Gold.